Hallo liebe Freunde des grünen Daumens, mein Name ist Michi und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Herbs and Terps. Ja, liebe Freunde, und das, was ihr heute hier rechts neben mir seht, ist keine Jungpflanzenaufzuchtstation im klassischen Sinne von Herbs and Terps. Wir sehen hier Jungpflanzen, allerdings geht es hier einfach mal nur darum, euch zu zeigen, was man auch mit der alten Technik machen kann, die man vielleicht jetzt gerade nicht in den Anbauzelten gebrauchen kann. Wir sehen hier unsere SF1000 Evo-Lampe von Spider Farmer in einem etwas eigenwilligen Konstrukt hier. Ich habe hier so einen alten Wäscheständer einfach umgedreht und die SF1000 Lampe hier befestigt. Und hier unten sehen wir so kleine Anzuchtracks, die gefüllt sind mit Anzuchterde. Ja, und was wir hier sehen, sind nicht unsere Lieblingspflanzen, die wir aktuell in unseren Zelten haben, sondern hier sind kleine Jungpflänzchen von mir ausgesät worden für die jetzige Gartensaison. Aktuell ist es ja momentan noch ein bisschen unbeständig und es ist noch ein bisschen kalt, gerade in den Nächten. Aber hier sehen wir schon verschiedene Sorten an Jungpflanzen, die hier das Licht der Welt erblicken. Verschiedene Tomatensorten, die hier schon rauskommen. Ich muss hier ab und zu immer mal wieder welche rauspikieren, weil die sehr, sehr gut angewachsen sind. Hier vorne, weiß nicht, ob man es in der Kamera erkennen kann, aber kommt eine kleine junge Maispflanze jetzt auch schon zum Vorschein. Und solange das Wetter einfach unbeständig ist, nutze ich das hier, nutze ich auch das Equipment von Spider Farmer, um hier einfach die Jungpflanzen vorwärts zu bringen. Denn das Ganze ist nicht nur für Nachtschattengewächse geeignet, sondern, also die Nachtschattengewächse aus den Boxen, sondern eben auch für die richtigen Nachtschattengewächse, nämlich die Tomaten. Die gehören nämlich zu dieser Familie. Gut, meine lieben Freunde, aber euch interessieren ja natürlich ganz, ganz andere Sachen. Wir kommen nämlich jetzt heute in diesem Video wieder, der Sponsor ist ja Spider Farmer, zu unseren großen Zelten zurück, wo unsere White Widow und die Trainwreck zu finden sind in den 50 Liter Living Soil Säcken unter jeweils 150 Watt Beleuchtung. Ich würde sagen, wir gucken uns ja vielleicht erst einmal das Equipment an, in dem diese Pflanzen drinstehen und mit was ich das gerade anbaue. Und dann gucken wir uns natürlich auch den Status der Pflanzen aktuell an. Es hat sich nicht allzu viel getan, weil ich tatsächlich sehr, sehr viel mit dem Training beschäftigt bin. Aber ich würde sagen, Leute, kommt einfach mit, wir gucken es uns eben mal gemeinsam an, oder? Also, auf geht's zu den großen Zelten. Und damit würde ich sagen, wir arbeiten uns auch von links nach rechts vor und starten natürlich hier bei unserem 70 x 70 x 1,60er Zelt der Firma Spider Farmer. Momentan hier noch im geschlossenen Zustand, aber ich wollte euch eben noch mal kurz was zeigen. Nämlich gesteuert wird das ganze Equipment über diesen GGS-Controller hier von Spider Farmer, der in der Einrichtung wirklich kinderleicht war. Also das ist überhaupt kein Problem gewesen, den mit dem WLAN zu verbinden. Und nun kann ich auch über die App direkt diesen Controller steuern, kann damit die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur im Zelt selbst regeln, kann aber auch jetzt neuerdings nämlich auch direkt meine Lampe hier rüber steuern, kann quasi die Beleuchtungsdauer einstellen, wann die Beleuchtung angehen soll, wie stark das Licht sein soll und ob so eine Art Dämmerung eingestellt werden soll, über 5 Minuten langsam hochdüngen, 5 Minuten langsam runterdimmen. Und das funktioniert wirklich hervorragend, diese Steuerung. Was nicht so gut funktioniert hat, ist tatsächlich das Einbinden der Lampe. Und zwar habe ich mich da sehr dumm angestellt. Ich habe nämlich gedacht, ach komm, das Anstöpseln von dem Feuchtigkeitssensor, Temperatursensor und der Lüftung, das war ja recht direkt, einfach direkt ins System rein, in den GGS-Controller. Jetzt kam aber halt mit der Lampe die dritte Komponente mit dazu. Und da habe ich gesagt, naja, wo soll das Problem sein? Stecke ich eben alles in diesen Hub rein und dann alles zack in diesen GGS-Controller. Aber ich habe es einfach nicht geschafft, die Lampe hier zu finden und zu steuern. Und nach ein bisschen hin und her recherchieren und gucken von vielen anderen Videos aus der Community ist mir ein Bauteil aufgefallen. Und das ist dieses hier. Der Leitadapter, der hat gefehlt. Der musste zwischen die Lampe und den Hub, diesen Switch hier, geklemmt werden. Und dann ließ sich die Lampe auch sehr unkompliziert dann über den GGS-Controller finden und regeln. Also,
Für alle, die planen, sich dieses Equipment zuzulegen und den GGS-Controller zuzulegen, gibt es natürlich auch einmal meinen Rabattcode Herbs and Terps. Damit könnt ihr bei Spider Pharma 8% sparen. Also würde mich sehr freuen, ihr würdet den Kanal natürlich damit ein kleines bisschen unterstützen. Und wenn ihr noch ein paar Fragen habt, natürlich zur Steuerung des Controllers, lasst es mich doch einfach eben unten in den Kommentaren wissen. Ja, neben der Verbindung der Lampe mit dem Controller ist es eben auch noch sehr, sehr leicht, die Lampe über Bluetooth mit dem WLAN zu verbinden und dann einfach direkt über die App zu steuern. Also es gibt quasi mehrere Wege. Man kann die Lampe manuell über WLAN oder eben über den GGS-Controller steuern lassen. Und die Einrichtung über WLAN, die zeige ich euch hier. Das war wirklich auch ein Kinderspiel. Solange man in der Nähe ist, kann man die Lampe über Bluetooth finden und dann eben in das WLAN einbinden. So, und in diesem Zelt befindet sich natürlich unser 10 Zoll Lüfter mit dem Aktivkohlefilter von Spider Pharma. Wir haben hier unseren klassischen, ja, ich würde mal sagen, dummen Ventilator, denn der ist nicht angeschlossen an die Steuerung, an den GGS-Controller. Aber meiner Meinung nach ist der auch nur da, um ein kleines bisschen für Umluft hier zu sorgen. Der braucht da nicht wirklich drüber bedient zu werden. Der muss nicht clever sein. Der Hauptstar natürlich ist die SE1500 Lampe mit 150 Watt, Samsung Evo LED-Chips. Hier, das flackert ein bisschen in der Kamera. Das ist tatsächlich, wenn man jetzt so drauf guckt, nicht der Fall. Also macht euch da keine Sorgen. Wenn man den richtigen Winkel trifft, dann flackert es auch nicht so stark. Genau, aber was ich euch noch zeigen wollte, also hier ist jetzt der RJ11-Port angeschlossen, der mit dem Light-Adapter dann letztendlich in den GGS-Controller zur Steuerung reingeht. Und dann sehen wir auch dieses grüne Licht hier leuchten, linkt. Das bedeutet, dass über die GGS-Steuerung die Lampe zu steuern ist. Wenn ich jetzt beispielsweise die Lampe über WLAN steuern würde, wäre das Licht auf Auto. Dann könnte ich dort auch ein Programm letztendlich direkt über die Lampe steuern. Andernfalls habe ich jetzt in der letzten Zeit die Lampe hauptsächlich auf manuell gehabt und konnte hierüber regeln, was natürlich auch mega entspannt ist, ne? Also muss jeder für sich entscheiden, was er gerne hätte, ob er eine zusätzliche Zeitschaltuhr dran haben möchte, um eben die Lichtzyklen zu programmieren, ob man das nur über WLAN macht, falls man eben den GGS-Controller nicht hat. Wenn man den GGS-Controller hat und eben alles also alles in einer Box letztendlich haben möchte, ist das über diese JR11-Kabel hier, die ich dann einfach hier rausgeführt habe, wirklich überhaupt kein Thema. Oh, da sehe ich gerade, ich muss das hier noch zumachen. Naja, das kann ich ja gleich machen. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt die untere Ebene und die White Widow im Spider Pharma Zelt an. So, meine lieben Freunde, seid ihr bereit? Seid ihr bereit, das Wunder von Pflanze zu sehen, die White Widow? Wir blicken hier auf ein kleines, aber feines Osternest. Ja, von der Höhe her hat sich tatsächlich nicht viel getan. Das hat was damit zu tun, dass wir natürlich hier gerade unsere Pflanze sehr, 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 sehr extrem stressen. Und zwar nach dem Mainlining-Prinzip. Erkläre ich gleich nochmal im Detail, wenn wir uns vielleicht die Trainwreck anschauen, weil da ist es nochmal ein bisschen übersichtlicher. Kurz zur Zusammenfassung. Wir haben hier diese Stoffsäcke von Root Riot mit dem Moisture Stub Liner. Das ist diese Kunststofffolie, die hier drin noch zu sehen ist. Ja. Die ist hier einmal wirklich drumherum gelegt und sorgt dafür, dass die Feuchtigkeit gut gehalten werden kann. Was ich wirklich auf jeden Fall nur sagen kann, also diese Erde trocknet wirklich nicht sehr schnell aus. Die hält wirklich sehr, sehr gut die Feuchtigkeit. Das überprüfe ich einmal über diese billigen Bodenfeuchte-Sensoren. Die stopfe ich da ab und zu mal rein, um einfach in den tieferen Schichten auch zu sehen, wie feucht die Erde da ist. Oder eben in der oberen Schicht diese von Ecovet, diese Bodenfeuchte-Sensoren, die ich dann auch über eine App auslesen kann und mir gegebenenfalls auch Warnungen einprogrammieren kann. Beispielsweise, wenn der Wert unter einen gewissen Schwellenwert sinkt, dass ich dann eine E-Mail bekomme. Funktioniert auch wunderbar. Ja, ansonsten sprühe ich hier mit dem Pumpsprüher jeden Morgen ein bisschen, sorge dafür, dass die Oberfläche nicht zu trocken ist, dass die nicht austrocknet. Und ja, wir sehen hier das ganze Covercrop, die verschiedenen Pflanzen, Kleepflanzen. Hier haben wir ein bisschen breitwegerig und spitzwegerig mit dabei und Pflanzen, die ich einmal nicht kenne. Das ist ganz gut angekommen und ich schneide das auch immer Stück für Stück zurück, sodass hier eine leichte Mullschicht auch entsteht, damit die Erde oben nicht zu stark austrocknet. Und hier sehen wir die
ja, unsere Eisenquelle, unser Eisendünger von diesen Erdankern, die natürlich langsam irgendwie den Geist aufgeben und anfangen zu rosten, aber das soll mich jetzt erstmal nicht stören. Soll ja jetzt gerade um unsere White Widow gehen. Wir sehen ja hier, wir haben diese Pflanze nach der zweiten Nodie hier getoppt und haben dann immer weiter getoppt nach den nächsten Trieben. Hier ist auch nochmal ein Topping passiert, sodass wir momentan insgesamt 16 Triebe haben von der Pflanze. Und meine Aufgabe für die nächsten Wochen ist jetzt, dass diese Triebe hier, die weiter wachsen, weiter entlang 90 Grad hier am Boden entlang zu führen, bis ich ungefähr die Ende des Topfes erreicht habe. Und dann werde ich die Pflanze, diese 16 Haupttriebe, ganz normal kerzengerade nach oben wachsen lassen, werde ein Scrognetz natürlich einarbeiten und diese Triebe dann wieder so da einflechten, dass natürlich hier diese Fläche 70 mal 70 Zentimeter optimal genutzt werden. Wir wollen ja hier energieeffizient arbeiten und mit einer Pflanze ist es meines Erachtens nicht anders möglich, die Fläche vernünftig zu nutzen, außer mit dem Mainlining oder ja mit entsprechend vielen Scrognetzen natürlich. Ja, Mainlining ist eine super Methode natürlich, um den Ertrag zu steigern, ist aber wahnsinnig zeitaufwendig. Ja, man muss viel Handwerk machen, man guckt jeden Tag rein und biegt die Triebe wieder runter. Es frisst einfach enorm Zeit, es stresst auch die Pflanze enorm. Aber was soll ich sagen? Mir macht es einfach enorm Spaß. Ich mache mir hier ein bisschen Musik an und dann ist es wirklich total entspannend, einfach die Triebe runterzubiegen. Ich sehe schon, morgen muss ich hier auf jeden Fall weitermachen mit der Erziehung. Aber das ist auf jeden Fall der aktuelle Stand zu der White Widow Pflanze. Ja, was stand hier denn vorher drin? Hier war ja vorher unter 100 Watt der SF1000 Evo Lampe. Stand hier die Roku Kuku OG. Macht mal einen Kommentar unten rein, wenn sich der ein oder andere daran noch erinnert. Ich habe ja auch ein paar Shorts dazu gemacht, die sehr, sehr gut angekommen sind. Und die Roku Kuku OG von Seedstockers hat ein schönes Ergebnis geliefert. Auch das habe ich über den Greenery CBD Shop natürlich testen lassen. Link zu dem Greenery CBD Shop poste ich natürlich auch nochmal hier unten rein. Und das Blütenmaterial hat tatsächlich 25% THC geliefert. Das Drysift lag bei 60% THC. Da bin ich wirklich sehr, 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 sehr zufrieden damit. Und finde ich auch ein Top-Ergebnis unter einer 100 Watt Leuchte. Was denkt ihr denn dazu? Guckt euch doch nochmal den Short an dazu zur Roku Kuku OG. Ich finde, da ist das Mainlining und das Einarbeiten ins Scrognetz in diesem Zelt auf 70 x 70 auch wirklich ganz gut gelungen. Und damit würde ich sagen, schwenken wir jetzt rüber, gehen wir zum anderen Zelt und gucken uns die Trainwreck an. So, meine lieben Freunde, und wer hätte es anders erwartet, erwartet uns hier nicht großartig ein anderer Anblick. Die Trainwreck wird von mir nach dem gleichen Prinzip erzogen, also auch nach dem Mainlining-Prinzip. Ich finde immer von oben sieht das total cool aus. Ja. Wir haben auch 16 Haupttriebe uns mittlerweile hier gezüchtet. Wie gesagt, nach der, ich müsste zweite oder dritte Node gewesen sein, hier getoppt, dann wieder getoppt, dann nochmal getoppt, dass man insgesamt auf 16 Haupttriebe kommt. Wie gesagt, meine Aufgabe ist es jetzt, diese Triebe hier weiterzuführen entlang, entsprechend immer wieder Seitentriebe abzunehmen, ja, damit die nicht hier Wildwuchs macht, sondern dass wir insgesamt eben bei diesen 16 Haupttrieben bleiben, bis wir den Rand des Topfes erreicht haben und dann dürfen die Triebe nach oben wachsen. Auch die Trainwreck steht unter 150 Watt Beleuchtung, nicht mit Samsung Evo Chips, sondern mit Bridgelux Chips beleuchtet, aber das tut der Sache meiner Meinung nach erstmal keinen Abriss. Sie hat ein wunderschönes Grün, auch wenn sie gerade sehr, sehr, sehr gestresst wird, genauso wie die White Widow. Einziger Unterschied ist nicht nur die Beleuchtung, sondern auch die Erde. Wir haben hier von Couple of Plants die Living Soil drin und die hat ja schon einen Grow auch gesehen. Hier stand nämlich die GG4 drin von Seedstockers. Und zu der GG4 muss ich Folgendes sagen. Der ein oder andere hat den Short auch gesehen und hier und da gab es auch Kommentare, hey, guck mal, da sind doch grün leuchtende Nanas drin, also die Bananas. Ja, tatsächlich ist die GG4 gezwittert und hat mir tatsächlich gehörig auch den Grow versaut. Denn leider war in dem Blütenmaterial wirklich massenweise Microseeds mit drin und es zeigte sich dann auch in der Messung bei Greenery CBD, denn da hat sie tatsächlich nur einen THC-Gehalt von 2% erreicht. Ja. Also das ganze Material ist, so wie es war, direkt in die Biotonne gewandert und kann natürlich nicht weiter verwertet werden. Aber für mich ist es auf jeden Fall eine Lehre. Ich war da auf jeden Fall nicht wirklich aufmerksam
Und mir ist es nicht aufgefallen, dass es entglitten ist. Also die ist ja wirklich bis zum Ende hin, stand die wirklich total toll da. Aber ja, solche Downsides gibt es halt auch bei uns Growern. Ne? Im Short ist es nicht direkt zu sehen. Da dachte ich, boah, die sieht fantastisch aus. Aber dann nach der Trocknung, als ich mir die Blüten angeschaut habe und als ich das Dry Sift Hush machen wollte, ist mir aufgefallen, uiuiuiui, da ist ganz schön viel Microseeds mit drin. Ja, schade, aber ich würde sagen, Krönchen richten, das nächste Mal einfach ein bisschen aufmerksamer sein. Wer weiß, woran es gelegen hat. Ob es letztendlich Feuchtigkeitsstress war, ob es zu viel Licht war, ob die Pflanze, die GG4, vielleicht auch das Mainlining-Training nicht so gut vertragen hat und deswegen gestresst war und gezwittert hat. Wer weiß es jetzt. Wir werden es jetzt auf jeden Fall nochmal hier mit der Trainwreck in diesem Zelt versuchen. Und wie gesagt, diese Living Soil von Couple of Plants ist mit einem Grow Shot jetzt aufbearbeitet worden. Wir haben ja hier nochmal, wie gesagt, auch diesen Kleemix ausgebracht und behandeln beide Erden, die Erde drüben, die von Sonnenerde und die Couple of Plants Living Soil, alle 2 Wochen immer mal mit Komposttee, den ich von Couple of Plants habe, damit die Erde einfach gesund bleibt. Und dann schauen wir einfach mal, wie das Ergebnis sein wird in so einer recycelten Living Soil. By the way, nochmal Couple of Plants. Ich sehe mit meinem Code von meinem alten Namen Moosartig könnt ihr auch noch 10%, ich meine nicht nur Moosartig, sondern Herbs and Terps ist, glaube ich, sowieso der aktuelle Code. Ich muss es gleich nochmal gucken, aber ich blende es dann hier ein. Könnt ihr 10% auch bei Couple of Plants sparen. Super netter Kontakt, der Kim. Absolut fachlich kompetent, antwortet auf alle möglichen Fragen, so blöd sie auch sind. Der hat mir sehr geholfen beim Start. Couple of Plants kann ich wärmstens empfehlen, Leute. Guckt bei ihm vorbei, gebt den Code Herbs and Terps ein und ihr bekommt 10% auf euren gesamten Einkauf. Ja, mich würde jetzt natürlich noch interessieren, welche Pflanze hypt euch gerade mehr? Findet ihr die Trainwreck super? Findet ihr die White Widow? Was denkt ihr, welche von den beiden am Ende das schönere Ergebnis hat? Ja, und dann bleibt mir natürlich zum Ende nicht mehr zu sagen, als liebe Leute, seid lieb zueinander da draußen und wir sehen uns ganz, ganz, ganz bald wieder. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt mir gewogen. Bis dahin, ciao.